Leute, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie ist es auszuwandern, mit dem Auto, ohne viel Geld und vor allem ohne Plan, dann seid ihr hier genau richtig. Nachdem ich in Deutschland meinen Tattoo-Laden schließen musste, habe ich mich entschlossen, das Land zu verlassen. Hast du gefurzt, Archie? Das riecht ja bis hier. Der Plan dieser Auswanderung ging ungefähr 5 Monate. In diesen 5 Monaten musste ich meinen Laden dicht machen, Laden ausräumen, Laden weggeben, Wohnung leer machen, inklusive der Wohnungsauflösung, plus noch Termine, die ich in meinem Studio hatte, abarbeiten. Es war auf jeden Fall mit sehr viel Stress verbunden. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich alles hinter mir habe. Und hier geht die Reise los. Am ersten Tag ging die Reise für uns in Braunschweig los. Ja, das Auto war ziemlich vollgepackt. Wir sind gefahren. Der Kofferraum musste frei bleiben wegen dem kleinen Mann hier. Archie, wie geht's dir? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Den ersten Tag haben wir nur auf der Autobahn verbracht. Jetzt geht Tag 2 los. Die Reise kann beginnen. So, Tag 2 der Reise. Es ist genau 6:55 Uhr. Ist gut. Hier noch einmal die allergeilste Küche, die ich jemals gesehen habe. Einfach eine Küche im Schrank. Archie ist noch am Schlafen, wie sich das gehört. Wir gehen uns jetzt testen lassen für die Rüberfahrt. Yes. Erstmal geht es durch Österreich. Da müssen wir einen Test für machen. Wir mussten uns anmelden online. Dann geht es direkt weiter nach Italien, also durch Italien durch. Da mussten wir einen etwas komplizierteren Anmeldeformular ausfüllen. Aber hat alles geklappt gestern noch auf spontan. Wir gehen uns jetzt testen lassen und dann geht's weiter. Bad Aibling zum Arnold. Richtig bayerisch. Ohne Scheiß, Bayern ist so wunderschön. Hätte es vorher gewusst, wäre ich trotzdem noch Grete abgehauen. So, kleines Update. Die Teststation hatte zugehabt. Wir fahren jetzt einfach auf gut Glück an die Grenze nach Österreich und hoffen, dass wir uns da testen lassen können. Und ja, mal schauen. Tschüss, Bayern. Auf jeden Fall bin ich guter Dinge, weil heute ist schon der Arthos-Topf runtergefallen aus Porzellan und Scherben bringen ja Glück. Deswegen denke ich mal, wird heute alles gut gehen. Wir fahren jetzt genau knapp 5 Stunden jetzt noch. Und dann sind wir in Venedig. Organisation ist on top, man muss sich für Österreich solche Vignetten kaufen. Das wurde uns die ganze Zeit gepredigt von allen Seiten, von Freunden, von Familie. Ja, jetzt sind wir kurz vor der Grenze, hatten die immer noch keine Vignette. Jetzt die nächste Tankstelle verkauft sie auf jeden Fall. Also jeder, der nach Österreich fahren will, kauft es eine scheiß Vignette, die kostet 10 Euro. Wenn ihr damit nicht reinfahrt, sind das glaube ich auf jeden Fall mehrere 100 Euro anstatt für 10 Euro. Deswegen ab zur Tanke jetzt und dann geht's weiter. Vignette war nicht so, wie wir dachten. Ich dachte, wir müssen die irgendwie aufkleben. Ich habe es jetzt digital irgendwie bekommen. Ja, mal schauen, ob alles gut geht. Und es ging alles gut. Was eh ein Wunder bei dieser Reise gewesen ist, da das Einzige, was wir wirklich geplant haben, am Anfang die Fähre gewesen ist. Der hier hatte wahrscheinlich genauso viel Plan von der Fahrt wie wir. Hier. Oder so? Oh, das gute Wasser gibt's, ne? Weiter geht's. Zack. Lässt sich nämlich heben. Geht weiter, ne? Weiter geht's. Und es ging weiter. Durch Kurven, durch die ganzen Berge zu fahren, das war so schön gewesen. Klar, es wurde irgendwann noch ziemlich eintönig, aber es war auf jeden Fall auch ein Highlight der Reise gewesen, diese ganzen Berge zu sehen. Und wieder mal fahren, bis wir dann endlich... Wir sind angekommen. Italia. Es ist auf jeden Fall schwieriger, hier in Venedig auf dem Montag eine Pizza zu kriegen als in Deutschland. Also gibt es heute nur Nudeln mit sowas Geilen hier und ein bisschen Tomatensauce. Da wir auch nur eine Pfanne haben und keinen Topf, wird es einfach in eine Pfanne jetzt gemacht. Wir dachten, wir essen eine spannende Pizza, aber nada Pizza. So, Tag 3 der Reise. Heute wollten wir eigentlich nach Venedig fahren, aber das ist so übertrieben full da mit Touristen. Wir wollten eher dieses komplett italienische sehen. Deswegen, ein Kumpel von mir hat mir jetzt eine geile Stadt gesagt. Wie heißt die? Georgia? Und das ist halt quasi genau wie Venedig, aber halt traditionell einfach. Und da fahren wir jetzt hin. Ihr seid einfach mit dabei. Und über den kleinen Scheißer wurde sich auch gestern schon beschwert. Da hat uns der Besitzer von dem Hotel hier geschrieben, dass wir ihn ja an die Leine nehmen sollen. Ist zu gefährlich. Vor allem, das waren die da unten gewesen. Und so mäßig ein auf denen, die Kinder und bla bla bla. Archie ist selber noch ein Kind. Ne, kleiner Scheißer? Das ist hier schön. Nice. Ja, also Venedig war nicht so cool gewesen, da waren wir auch gar nicht. Giorgio war auch nicht so besonders gewesen. Es war schön auf jeden Fall, aber also Stadt bleibt Stadt. Arthos ist hart am Chillen und I make the food. Barilla mit Spinata, Knoblauch und
was das Heftigste hier irgendwie ist, was ich gar nicht gedacht hätte. Italien hat krasse Sachen. Bio-vegane Sachen hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also ich dachte, hier gibt es Fleisch, Fisch, aber dass hier so viele vegane Sachen gibt, ist wirklich heftig. Right. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr euch fragt, warum ich einige Szenen so schneiden musste, dass nur mein Gesicht von ganz nah zu sehen ist, beziehungsweise irgendwelche Stock-Videos da drinnen vorkommen. Ich habe diese Reise mit damals meiner Ex-Freundin gemacht und sie möchte nicht mehr auf YouTube zu sehen sein, was ich voll und ganz verstehen kann. Deswegen habe ich diese Videos noch einmal komplett neu geschnitten. Nächsten Sonntag kommt Teil 2 der Auswanderung. Dieser Teil wird sich um den ersten Tag auf der Fähre handeln. Einen kleinen Teaser schon mal vorab. Ich musste die Nacht auf Deck schlafen, weil wir keine Kabine bekommen haben, unter freiem Himmel. Wenn ihr des Weiteren nichts mehr verpassen wollt, abonniert diesen Channel auf gar keinen Fall und wir sehen uns nächsten Sonntag. Peace.